Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich möchte mir jetzt im A-B-Vergleich anschauen, wie die Next-Gen-Version von The Witcher 3 performt. Ich habe jetzt den Classic Branch ausgewählt, also vorm Next-Gen-Update. Ich habe an mehrerer Stelle gehört, dass es einfach schlechter performen soll. Ich habe in meinem ersten Video dazu keinen Vergleich gehabt und fand, es sah einfach gut aus. Es gab einige Frame-Einbrüche, aber ich habe mir gedacht, okay, das Steam Deck profitiert immer sehr stark von Shader-Profilen, also so Pre-Shader, die nach und nach aufgebaut werden und habe mir jetzt nichts dabei gedacht, aber wenn natürlich die vorherige Version besser performt, wäre das natürlich sehr schade. Vor allen Dingen, weil ich die neue Kamera sehr gut finde. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr hier die Classic-Variante einschaltet. Ihr habt hier euer The Witcher 3 Spiel. Da klickt ihr beim Steam Deck auf die Burger-Taste und könnt dann hier unter Eigenschaften, unter Betas, hier den Classic Branch auswählen. Bei keiner habt ihr dann eben die Next-Gen-Variante und bei Classic habt ihr dann das alte. Dann könnt ihr das Spiel ganz normal starten. Ich bin jetzt hier schon drin. Ihr kennt es dann daran, dass oben links V1.32 steht. Das ist quasi der letzte höchste Patch bei dem Ganzen. Und gucken wir mal hier bei den Einstellungen. Haben wir hier unter Nachbearbeitung nur niedrig, mittel und hoch. Bei der Next-Gen-Variante haben wir noch höher und höchste. Und am PC dann auch noch DLSS und andere Sachen. Genau, und die meisten Menschen haben mir gesagt, die konnten das durchaus auf hoch spielen mit stabilen 45 FPS. Ich habe jetzt natürlich leider keine 45 FPS hier zum Einstellen, da ich das capture. Und meine Capture Card kann sowohl nur HD, also nicht die Steam Deck Auflösung nativ ausgeben, als auch keine variable Refresh Rate, meine Güte, von 45 Hertz, aber ja, wir können das einfach natürlich einfach ausprobieren und dann sehen wir ja ungefähr, ob die 45 FPS stark unterschritten werden. Deswegen lasse ich das hier auf 60 FPS und stelle das dann hier in der Anzeige, ich glaube unter allgemein, genau, kann ich mache mal hier auf unbegrenzt und gut, lassen wir es bei 60 FPS so. Und ihr seht hier 1280 x 720, das ist eine normale HD-Auflösung. Das Steam Deck kann eigentlich 1280 x 800, ist halt ein bisschen anders vom Formfaktor quasi, aber leistungstechnisch sollte das keinen so großen Unterschied machen. V-Sync lassen wir ein, damit er nicht über die 60 FPS kommt. Vollbild stellen wir ein. Hairworks sollte man auf jeden Fall immer ausstellen. Das kann das Steam Deck sowieso nicht. Ja, interessant ist hier ein paar Einstellungen. Ah, doch, hier gibt es höchste. Ah, guck mal, Nachbearbeitung. Ups. Nachbearbeitung und allgemein gibt es hier unter Grafik. Das war beim Next-Gen-Patch ein bisschen anders. Okay. Ich glaube, da war alles unter allgemein oder so. Fand ich jetzt besser beim Next-Gen-Patch, muss ich hier schon mal Feedback geben mit der Aufteilung. Aber ja, wir lassen das einfach mal hoch. Und hier mache ich auch auf hoch. Höchste macht da nicht so viel Sinn. So, jetzt gucken wir nochmal, ob hier alles eingestellt war. Hairworks auf jeden Fall aus, das bringt gar nichts. So. Anzahl Hintergrundcharaktere. So, hier ist jetzt alles auf hoch. Gucken wir mal, wie das performt. Also hier im Hauptmenü läuft schon mal alles super. Genau, so. Wir laden mal direkt rein an die Stelle. Ah, guck mal, jetzt ist hier 4.0. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der funktioniert, wenn ich das lade. Ansonsten würde ich das einfach mal neu starten und dann an die Stelle hinspringen. Ah, okay, kann nicht geladen werden. Okay, dann muss ich das Tutorial nochmal neu starten. Oder ich gehe einfach mal nach Hearts of Stone.
springen wir einfach mal da rein. Das mache ich dann gleich natürlich auch nochmal mit der Next-Gen-Variante. Das Problem ist immer, ich muss das gesamte Spiel neu runterladen. Ich kann das jetzt leider nicht immer so on the fly da hin und her wechseln. Und ja, ein bisschen schade. DirectX 12 funktioniert in der Next-Gen-Variante auch noch nicht. Es stürzt einfach ab. Ich habe es ein, zwei Mal geschafft, dass ich zumindest ins Ingame komme. Aber abgesehen davon, du kannst die neuen Animationen im Spielmenü aktivieren. Okay. So. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ja komm, habe ich das Fenster ein bisschen kleiner gemacht insgesamt, damit es quasi die native Auflösung auch darstellt. Ich nehme das Ganze hier in 1080p auf, aber das Fenster sollte ungefähr, also nicht nur ungefähr, sondern exakt HD-Auflösung ausgeben. Also ist das exakt die Auflösung, die ihr dann sehen solltet. Wenn ich das Ganze natürlich größer mache, ist es einfach ein bisschen, sieht ein bisschen verwaschen aus dann einfach. So, also ich persönlich sehe schon ein paar Unterschiede. Ist alles ein bisschen klarer. Ja, muss man echt im AB-Vergleich testen. Also es dämmert hier. Die Tageszeit ist natürlich jetzt nicht unbedingt optimal gewählt, aber ja gut, ich habe tatsächlich alles auf höchste und wir sehen, das Ganze läuft gut stabil auf, nicht auf höchste, auf hoch, ne? Darf man nicht verkennen. Läuft auf hoch und wir haben stabile 50 plus Frames. Auf dem Steam Deck würde ich, wie gesagt, immer auf 40 FPS einstellen. Manche favorisieren eher 45, deswegen gab es da auch Feedback, weil das wohl vorher immer auf 45 lief. Jetzt aber mit dem Next-Gen-Patch gibt es da Probleme und da wurde die 45 wohl des Öfteren unterschritten. Und was mir auch aufgefallen ist, es gab einige Nachladeruckler, aber das könnte wie gesagt daran liegen, dass es bei The Witcher 3 im Pre-Next-Gen-Patch schon Shader-Profile gab und da einfach schon viel vorgeladen ist, sozusagen. So genau weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass das Steam Deck da stark profitiert. Elden Ring zum Beispiel ruckelte ziemlich stark am Anfang. Da gab es plötzlich ein Shader-Update und bam, lief das Ganze super stabil. Also hier habe ich die 45 unterschritten. Ich laufe hier bequem durch die Gegend und war jetzt zwischendurch bei 43 FPS. Aber insgesamt muss man sagen, ist es auf jeden Fall ein sehr stabiles Ergebnis. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, ob das nicht wirklich besser aussieht mit dem Next-Gen-Patch. Ich persönlich könnte mit 5 FPS weniger, also meine stabile 40 FPS, die ich bevorzuge, leben, sofern es dann eben auch besser aussieht, weil was bringt es einem, wenn es genauso aussieht und man es auf Mittel stellen muss, damit es flüssig läuft. Und dann kann man da zumindest als Steam Deck-Nutzer durchaus drauf verzichten. FSR funktioniert wie gesagt nur beim DirectX 12 Patch, beziehungsweise bei der Einstellung und die funktioniert zurzeit gar nicht, also es stürzt einfach ab. So, hier haben wir schon irgendwelche Gegner. Okay, ich laufe jetzt hier einfach nur so durch die Gegend. Ich stelle jetzt mal okay, erstmal sollte ich campen. Leider fehlt natürlich hier das Kamera-Update. Das gibt es halt erst nur mit dem Patch. Vielleicht bauen sie das ja doch nochmal in das alte hier ein. Das fände ich ziemlich gut. So, wie ging das nochmal? Ich habe das mit der Steam-Steuerung jetzt noch gar nicht so auf dem Hören. Kann ich das überhaupt? Kann ich... Da, Meditation, das suche ich. So, lass mich in Ruhe. Tutorial, ja. So, Meditation. Ich will... Tag. Ist das Tag? Ich glaube schon. Zack. So. Jetzt ist helllichter Tag. So, und wir speichern hier an dieser Stelle ab, damit ich hier
Genau, 1.32, 4.0. So, wir schauen uns genau diese Stelle hier an. Alles wackelt, der Wind weht, das Gras ist zu sehen. Ja. Ich drehe die Kamera ein bisschen langsamer. Boah, langsamer, so. Also wir erreichen unsere 50 FPS. Durchaus stabil. Hier rumkämpfen. Sieht natürlich in Städten vielleicht anders aus, aber ich will jetzt nicht unbedingt alles testen. Ich könnte mir vielleicht nochmal Wasser suchen, um die visuelle Qualität nochmal anzuschauen vom Wasser und so weiter. Ich sehe, dass ich hier leichtes Tearing habe, aber das kann natürlich auch einfach von dem Capturen entstehen. Habe ich hier V-Sync an? Hatte ich doch, glaube ich, angemacht, ne? V-Sync ist an. 60 FPS. Na gut, ich habe ja... Das ist eben das Problem. Ich erreiche halt meine 60 FPS nicht und bin dann so bei 55 und so weiter. Und da kann es natürlich zu Tearing kommen. Das habt ihr dann im Steam Deck natürlich nicht. Da könnt ihr dann eure 45 Hertz einstellen und dann erreicht ihr auch die 45 FPS und dann habt ihr ein Tearing-freies Bild. Das müsst ihr jetzt einfach ignorieren. So. Schauen wir uns das Wasser mal an hier. Wellengang sieht man, alles schön soweit. Ich werde es nachher natürlich auch, wenn ich das jetzt auf Next Gen wieder einstelle, werde ich das so direkt vielleicht nicht unbedingt sehen. Das ist dann total subjektiv, aber vielleicht stelle ich das dann im Nachhinein direkt gegenüber. Vielleicht sieht man dann mehr. Also halte ich erstmal mal meine Schnauze und wir schauen uns das Ganze an. Ja, da gab es so ein kleiner, weiß nicht, Wellengang wurde resettet, keine Ahnung. Ja, schwierig, die Kamera so langsam zu drehen hier im Steam Deck. Da müsste ich irgendwo die Einstellung nochmal weniger sensibel machen, weil das durchaus schnell ist hier. Aber auf jeden Fall spielbar. Jetzt gerade stört mich das Steering extrem, aber wie gesagt, das habt ihr im Steam Deck dann nicht. Ich würde das Ganze jetzt neu starten und gucken, wie es in der Next-Gen-Variante aussieht. Ob es da so einen großen Unterschied gibt. Und ich würde es erstmal auch auf Hoch stellen. Nicht auf Höchste oder ähnliches, einfach auf Hoch. Ich weiß, dass es da schon nicht so gut lief auf Hoch, aber es kann ja sein, dass das neue Hoch das nochmal besser aussieht oder das neue Mittel, also in der Next-Gen-Variante das Mittel dann hier das Hoch von der alten Variante ist. Das müsste ich dann genau testen. Aber hier haben wir ja jetzt quasi das Maximum und gehen nochmal an diese Stelle zurück. Bis gleich. So, nach knapp einer Stunde habe ich jetzt endlich das Next-Gen-Update gezogen. Wie gesagt, es dauert immer leider ewig. Man kann nicht hin und her switchen, weil das ganze Spiel neu runtergeladen wird. Ich wollte euch hier einmal dieses Menü hier zeigen. Das kommt jetzt irgendwie, wenn man ja das Ganze launchen möchte. Anscheinend hat CD Projekt Red jetzt auch so eine Art Launcher. Finde ich ein bisschen nervig. Vor allem funktioniert das nur mit Touch, beziehungsweise mit der Maus. Das Touchpad hier zeigt der nicht. Ich habe hier jetzt meine Maus rausgeholt und kann dann hier durchswitchen. Ne? Da kann man dann ja Cyberpunk spielen. Ist nett, weil man dann seinen Speicher behalten kann. Ob ihr jetzt nun die GOG-Version habt oder PS5-Version und so weiter. So habe ich das verstanden. Das ist nett, aber jetzt habt ihr halt so ein Menü, was auf dem Steam Deck nicht so gut läuft. Ja, gut. Aber hier könnt ihr jetzt DirectX 12 aktivieren. Wie vorhin gesagt, funktioniert das Ganze leider noch nicht. Also ihr könnt das starten. Vielleicht kommt ihr sogar ins Spiel, aber ihr werdet zu 99% Abstürze haben. Und ja, irgendwie funktioniert das nicht. Leider brauchen wir das hier, um FSR
nutzen zu können. Von daher gibt es das gerade nicht. Also wir starten jetzt einfach DirectX 11 und gucken mal, wie das Ganze performt im Vergleich zur vorherigen Version. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier Version 4.0 und ich habe jetzt extra nochmal eben reingeschaut, welche Einstellungen ich eben hatte und möchte die jetzt natürlich exakt genauso vornehmen. Wir stellen das Ganze hier so ein. Screen Space Reflection war, glaube ich, alles auf hoch. Genau, das war alles auf hoch. So, wir machen erstmal auf hoch, das war alles gleich. Diese ganzen Einstellungen hier lassen wir mal auch. Hairworks war aus und hier alles auf hoch. Das war die Einstellung, die ich jetzt eben hatte. Und bei Anzeige, ihr seht es jetzt schon, viel weniger, sehr viel aufgeräumter, gefällt mir schon viel besser. Genauso Auflösung 720p, V-Sync an, 60 FPS, Hardware Cursor hatte ich nicht. Genau, das war eigentlich soweit die Einstellung, die ich eben hatte. So, und wir gehen jetzt an den gleichen Speicherpunkt hier, 1.32. Stimmt, können wir ja gar nicht, ne? Doch, okay, hochladen geht, nur zurück geht nicht, oder? Bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Wäre natürlich schön, wenn wir an der exakt gleichen Stelle uns befinden. Okay, also wir sehen jetzt schon natürlich direkt, 40 FPS werden nicht erreicht, aber seht ihr da visuelle Unterschiede? Ich kann mir gut vorstellen, dass der Detailgrad der Texturen hier schon sehr viel höher ist, aber das müssen wir dann im AB-Vergleich natürlich uns dann anschauen. Wir sehen natürlich sofort, dass die Kameraeinstellung eine andere ist. Wir haben eben dieses nah rangezoomte an Geralt. Aber klar, die FPS ist deutlich geringer. Aber die Frage ist jetzt natürlich, sieht es auch besser aus, sodass wir uns eben diese Leistungseinbußungen, dass wir die hinnehmen würden, um das Ganze zum Beispiel in 30 FPS zu spielen. Und woran genau liegt das? Ich werde jetzt einfach mal gucken und einen Direktvergleich machen. Ich werde euch das eventuell dann einfach einblenden, aber ich werde jetzt in diesem Moment für mich gucken, in meiner Aufnahme vorhin, wie das Ganze aussieht. So ganz grob, damit ich sehen kann, was kann ich vielleicht runterstellen, damit man ein ähnliches visuelles Ergebnis hat. Und bei gleichen oder ähnlichen Leistungen. Also bei 45 FPS wäre natürlich echt nicht schlecht. So. So. Ich habe jetzt hier die gleiche Stelle. Und ja, die Bodentexturen sind definitiv detaillierter. Das Gras ist komplexer. Das sehe ich jetzt schon. Die Weitsicht ist eventuell auch ein bisschen stärker. Ich sehe die Gebäude da hinten ein bisschen stärker hier. Ja. Ich habe auch das Gefühl, es flickert ein bisschen stärker in meiner Aufnahme. Also die Rüstung, die Rüstungsteile hier flickern schon ein bisschen stärker. Also der Detailgrad ist auch definitiv höher, das muss ich schon sagen. Jetzt die Frage natürlich, kann ich jetzt auf Mittel stellen und das Spiel sieht aus wie man es sich erhofft. So. Weil das war eben meine Vermutung, dass die Einstellungen vorher natürlich jetzt einfach andere sind. Dass das jetzige Mittel das damalige Hoch waren. Das wäre jetzt das, was ich gehofft hätte. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. So, ich finde immer noch, der Detailgrad des Bodens ist stärker. Oder zumindest ähnlich jetzt. Ja, kommt schon hin, oder? Aber dennoch muss man sagen, ich habe jetzt auf Mittel... Da habe ich auf Hoch vorher gut 50 FPS erreicht. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall drunter. Aber jetzt hier auf Mittel wäre es wahrscheinlich in 45 FPS spielbar.
Wenn das nicht... Ja, guck hier, ein bisschen bricht das schon ein. Jetzt ist natürlich die Frage... Diese Vögel, ne? Also die finde ich buggy. Also die sind mir vorher nicht aufgefallen. Die sind immer sehr nah beieinander. Und ich glaube, vorher gab es die gar nicht. Kann das sein? Mir sind eben keine aufgefallen. So. Ich sehe auf jeden Fall den deutlichen Unterschied auf niedrig. Wenn ich jetzt hier auf niedrig stelle... Naja, okay. Also in der Ferne wird es ein bisschen matschiger. Aber es sieht immer noch gut aus. Also ist vielleicht total subjektiv, aber woran macht ihr das Ganze fest? Ich gehe jetzt einfach mal ins Wasser. Ja, es fällt mir ehrlich gesagt total schwer, da die großen Unterschiede festzustellen. Also ich jetzt hier auf niedrig sehe ich schon, in meiner Aufnahme sieht man da hinten die Bäume auf jeden Fall stärker. Aber wir können das Ganze jetzt nochmal auf Mittel stellen. So. Ja, jetzt ist der Detailgrad viel stärker. Ich sehe das Gebäude da hinten sehr viel mehr. Ich sehe viel mehr Bäume als in meiner Aufnahme hier. Ich glaube schon, dass die Weitsicht da ein bisschen stärker ist. Das Wasser sieht für mich sehr ähnlich aus. Grasdetails sind vielleicht ein bisschen schwächer insgesamt. Ich muss ehrlich zugeben, es fällt mir total schwer, bei dem kleinen Bild große Unterschiede festzustellen. Ich finde schon, dass es mehr Frame-Einbrüche gibt insgesamt, aber es ist immer noch sehr, ja, sehr gut spielbar, meiner Meinung nach. Auf Mittel jetzt im Vergleich zu hoch. Wer dann natürlich jetzt krasse Unterschiede sieht, gut, sei gegönnt. Ich sehe sie nicht, das muss ich ehrlich zugeben. Also hoch bei der alten Version und jetzt mittel bei der neuen. Mir wäre es wert, auf jeden Fall das Ganze so zu spielen für die Kamera. Also für die neue Kameraeinstellung. Aber ich hoffe natürlich, ja gut, jetzt habe ich, bin ich unter 40 FPS. Das ist natürlich ätzend. Ja, gut. Ja, stimmt schon. Also das wäre schade. Es müsste irgendwas dazwischen geben. Könnte man natürlich einstellen. Aber wie gesagt, ich finde schon, dass hier das Mittel ähnlich visuell aussieht wie das Hoch vorher. Also wenn sie daran noch was machen... Ja, schwierig. Vielleicht kann ich ja noch das ein oder andere ändern. Ist jetzt eben die Frage, was genau wurde alles verändert? Hier in diesem Bereich zum Beispiel Objektsichtweite fände ich gut, Grasdichte und so, alles okay, alles sehr ähnlich. Ich kann mir vorstellen, dass die Grasdichte noch ein bisschen höher ist. Texturqualität, Detailgrad. Machen wir mal Detailgrad niedrig. Wasserqualität, Anzahl Hintergrundcharaktere, ja. Man müsste da halt echt die Werte sehen, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Man kann auf jeden Fall sagen, wenn ihr stabile Frames haben wollt, ja, guck mal, ich habe jetzt auf niedrig gestellt ein paar Sachen, Grasdichte erhöht und geht gar nicht, also unter 40 FPS. Ist schon schwierig. Also ich persönlich, kommen wir vielleicht zu meinem Fazit. Ich finde, es sieht visuell besser aus. Die Farben sind kräftiger. Ich finde, Geralt ist detailliert im Allgemeinen. Kann natürlich total subjektiv sein. Vielleicht ist es auch ein bisschen nur die Sättigung, die ein bisschen anders ist. Die Kameraeinstellung ist natürlich eine andere. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob hier und da mehr Bäume platziert sind, ob sie da irgendwas noch am Spiel verändert haben. Aber mir gefällt der visuelle Eindruck schon ganz gut. Aber es wäre natürlich toll, wenn man mindestens 40, am besten 45 FPS erreichen könnte. Und da seid ihr wahrscheinlich mit der alten Version besser bedient. Da habt ihr eure locker 50 plus Frames auf hoch. Ne? Das muss man dazu sagen.
Und ich finde schon, dass das niedrig hier schlechter aussieht als das hoch ähm, bei der alten Version. Aber mittel und hoch vorher sieht sich ähnlich, also, aber es läuft natürlich trotzdem besser auf der alten Version. Also hoffen wir mal, dass da noch ein Patch kommt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht am Shader-Profil liegt, ob da sich noch was verbessern kann, aber jetzt die Framerate ist insgesamt niedriger. Das sind keine Nachladeruckler. Ja, da muss ich meinen Top-Eindruck vorher vielleicht ein wenig zurücknehmen und empfehlen. Also muss auch zugeben, ich habe davor, ist es lange her, dass ich Witcher 3 auf dem Steam Deck gespielt habe. Ich habe quasi die Next-Gen-Variante sofort probiert und jetzt habe ich mir das nochmal angeguckt und war erstaunt, wie flüssig das auf hoch läuft. Also damals, als ich es getestet habe, war es, glaube ich, nicht so gut. Da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Aber ja, hoffen wir einfach mal, dass da noch ein Patch kommt oder dass sie zumindest vielleicht die alte Version trotzdem nochmal updaten mit der neuen Kamera. Das fände ich nicht schlecht. Oder eben die neue Version so weit patchen, dass es auch eben auf dem Steam Deck optimal läuft. Da müsste es ja mittlerweile genug Erfahrung geben. Was ist die perfekte Einstellung für Steam Deck? Ja, muss man gucken. Es ist definitiv spielbar, also wenn ihr die Next-Gen-Variante spielen wollt, könnt ihr das definitiv machen. 30 FPS erreicht ihr auf jeden Fall. Wie damals schon gesagt, es ist ja das Mindeste, was ihr auf der PS4 sowieso habt. Ich glaube, das Spiel läuft auf der PS4 nicht in 60 FPS. Zumindest nicht mit der visuellen Qualität. Allerdings haben wir beim Steam Deck halt nur HD. Aber die Vögel nerven mich, muss ich echt sagen. Ist euch das aufgefallen? Seht ihr diesen Klumpen Vögel da hinten? Das ist irgendwie buggy. Naja. Ich habe es jetzt mittlerweile auch am PC probiert. Da fand ich jetzt auch nicht unbedingt, dass es so viel besser läuft. Also klar, mein PC packt das locker. Aber gut, es ist halt eine alte Engine, die so ein bisschen aufgehübscht wurde. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das effizienteste vom effizientesten so. Aber es ist schon nett, dass ihr dann Optionen wie FSR und DLSS habt. Da ist mir leichtes Ghosting aufgefallen bei DLSS, aber dafür ein deutlich geringeres Flickering. Aber ich musste auch dazu sagen, dass ich glaube, dass DLSS und FSR eher was bringt, wenn ihr einen 4K oder QHD Monitor habt, weil ich benutze einen 1080p Monitor und da brachte FSR natürlich nicht so viel. Müsst ihr euch immer vorstellen, die Anzeige wird runterskaliert und dann eben mittels den Algorithmen und KI oder wie auch immer wird das Ganze hochskaliert und ihr habt dann halt das Ausgangsmaterial ist eben das runterskalierte und das wird dann eben hochgerendert und je besser das Ausgangsmaterial aussieht, desto besser. Und wenn ihr 4K-Auflösung hochskaliert, dann geht er zum Beispiel von einer 1080p-Auflösung aus und da habt ihr einfach viel mehr visuelle Details, als wenn man auf 1080p hochskaliert und dann von einer HD-Auflösung ausgeht zum Beispiel. Dann fehlen einfach Details. Je mehr Details zur Verfügung stehen, desto besser kann der Algorithmus arbeiten. Und ja, das lohnt sich wahrscheinlich erst ab dann. Außer ihr wollt halt einfach ja, irgendwelche Funktionen nutzen. Funktionen sag ich schon, die Performance verbessern und euch ist die visuelle Qualität egal. Seht ihr die Vögel da hinten? Was machen die da? Das ist ja absoluter Quatsch. Hier gibt es ja eben auch FSR, ne? Ich kann das ja auch einfach mal einstellen. Ich weiß gar nicht, was er dann macht. Worauf er dann runterskaliert. Aber das ist ja halt FSR 1, ne? Da habt ihr dann einfach nur eine Hochskalierung. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was das Ausgangsmaterial ist. Ich glaube, ich müsste die Auflösung jetzt manuell runterstellen. Und dann würde er das auf die Steam Deck Auflösung hochskalieren. Aber so funktioniert das nicht. Naja, bleiben wir mal hier. Und ja, ich hoffe, dass euch dieses Video weitergeholfen hat. Bleibt beim alten Update. Ich habe euch gezeigt, wie ihr das Ganze zurücksetzt. Ich hoffe, euch konnte dieses Video weiterhelfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, abonniert diesen Kanal. Ciao.